Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Ja, unsere erste Folge im Jahr 2021. In diesem Sinne wünsche ich euch im Namen der gesamten Charterbar Yachting Crew ein gutes neues Jahr. Viel Gesundheit, aber auch Glück, Erfolg und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir dieses Jahr endlich wieder unbeschwert reisen können. Und genau dieser Wunsch hat mich zu der Idee gebracht, das heutige Video zu produzieren. Ich habe die Charterbuchungen der letzten 3 Jahre ausgewertet und über unser System ermittelt, in welchen Regionen wie oft gechartert wurde. Schließlich habe ich mir die Top 12 mal genauer angesehen. Wir werden heute die Plätze 12 bis 7 kurz und knackig unter die Lupe nehmen und eruieren, was genau die Gründe dafür sein könnten, dass diese Destinationen so begehrt sind. Solltest du das erste Mal bei uns auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und Meer, ja, Urlaub auf dem Wasser und Segeln genauso sehr lieben wie wir, dann empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit du auch eine Erinnerung erhältst, ja, sobald wir mit einem neuen Video online sind. Gut, die beliebtesten Reviere der letzten 3 Jahre. Vorweg möchte ich dazu sagen, dass die Auswertung natürlich ausschließlich ein Ergebnis unserer Daten bei Charterbar Yachting ist. Also es spiegelt die Charterbuchungen unserer Kunden wider, die wiederum fast ausschließlich aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Sprich Deutschland, Österreich, Schweiz und logischerweise Südtirol. Bevor ich jetzt zu lange um den heißen Brei rede, habe ich hier schon mal die nackte Auswertung ohne die Angabe der einzelnen Reviere, zu denen wir eben gleich in der Rangliste von unten nach oben kommen werden. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es gerade in den oberen Rängen offensichtlich ein paar, ich würde mal sagen, extrem beliebte Gebiete gibt, die sich klar vom Rest absetzen. Außerdem könnt ihr an den Farben erkennen, wie sich das Verhältnis der gebuchten Schiffstypen innerhalb des Reviers gestaltet. Man kann also jetzt schon deutlich sagen, dass, und das ist sicher keine Überraschung, die Segelyachten eine viel größere Absatzstärke haben als zum Beispiel die Katamarane und natürlich, ja, als auch die Motoryachten. Um die Videos im Rahmen zu halten, habe ich mich dazu entschlossen, die Reviere auf die 12 stärksten zu beschränken und diese auf 2 Videos aufzuteilen. Anschließend am Ende des zweiten Teils werde ich aber auch noch etwas zu ein paar Revieren sagen, die eigentlich ganz oben mitspielen, aus bestimmten Gründen jedoch nicht dort auftauchen. Gut, lass uns beginnen. Auf dem 12. Platz landen die Kykladen in Griechenland. Im Sommer bekannt als eines der windsichersten, aber auch windstärksten Reviere im Mittelmeerraum, zieht diese Inselgruppe, die südwestlich des Saronischen Golfs liegt, vor allem die ambitionierten Segler an, die es eben auch schätzen, auch mal längere Schläge zu machen, um beispielsweise von einer zur nächsten Insel zu segeln. Während der Meltemi im restlichen Griechenland zwar gute Segelbedingungen ermöglicht, ist der Wind in den Kykladen wirklich stets um ein paar Windstärken intensiver. Ja, und es bringt nicht nur selten eine beachtliche Dünung mit sich, sondern wie gesagt, da kachelt es auch dann ordentlich. Das kann auch schon mal richtig heftig werden. Von Ende Juni bis Ende August kann es also vorkommen, dass es hier tagelang mit 6 bis 8 Windstärken bläst. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Aussagen über die genaue Auflistung der einzelnen Inseln der Kykladen. Das Seegebiet an sich umfasst aber so, ich würde mal sagen, ungefähr 120 auf 100 Seemeilen. Die Inseln sind größtenteils ohne Baumvegetation, wasserarm, kahl und verbrannt. Für Yachturlauber heißt das, dass man zwar auf den meisten Inseln an Wasser kommt, dies aber nicht ganz so einfach und selbstverständlich ist wie zum Beispiel im Ionischen Meer oder am Festland in der Türkei. Neben touristischen Inseln wie zum Beispiel Paros, Mykonos und Naxos bieten die Kykladen aber auch absolut unbekannte Eilande wie Amorgos. Um einen Turn in den Kykladen zu unternehmen, startet man zum Beispiel ab einer der Marinas in Athen oder noch besser zum Beispiel ab Lavrion. Da spart man sich dann die ca. 30 Seemeilen Richtung Südosten. Alternativ kann man auch eine Yacht auf einigen, allerdings wenigen der anderen Inseln chartern. Hier sollte man allerdings früh genug die Flüge buchen, da diese sich nicht immer mit den Übergabetagen der Charteryachten deckt.
Ja, was macht das Revier so interessant? Zum einen ist es die gute Erreichbarkeit, da es nach Athen eben immer Flüge gibt. Außerdem besticht das Revier durch seine vielen Inseln und ist eben vor allem für diejenigen ein Magnet, die es in erster Linie in den Sommermonaten mal so richtig krachen lassen wollen, weil eben so ein starker Wind ist. Gut, kommen wir zu Platz 11. Wir bleiben in Griechenland und bewegen uns geografisch nur ein bisschen weiter nach Osten, dicht an die türkische Küste. Der Dodekanes. Der Archipel zählt rund 200 Inseln und liegt zwischen Kreta, den Kykladen und eben der türkischen Küste. Die 12 Hauptinseln sind Rhodos, Astypalaia, Karpathos, Kassos, Kalymnos, Kos, Leros, Nisyros, Patmos, Symi, Tilos und Chalki. Der Dodekanes ist vor allem abwechslungsreich und zieht daher viele Yachturlauber an. Wie gesagt, also während man zum Beispiel auf Nisyros unbedingt mit einem Roller einen Ausflug zum Vulkankrater machen sollte, habe ich selbst schon zweimal gemacht, erwartet einen auf Symi eine traumhafte Kulisse von farbigen Häuschen, kleinen Gässchen und urigen Tavernen, so wie man sich's wünscht. Ich bin mir sicher, dass das Revier viel weiter oben in der Rangliste stehen würde, wenn da nicht die Flüchtlingsproblematik gewesen wäre, die dazu beigetragen hat, dass die Buchungen im Dodekanes gerade in den letzten Jahren immer noch ein bisschen zurückgegangen sind. Inzwischen hat sich die Lage allerdings ein bisschen beruhigt und somit erkämpft sich das Revier so langsam wieder seinen verdienten Platz als eines der beliebten Reviere Stück für Stück eben zurück. Auch hier wird das Segelwetter natürlich vom Meltemi bestimmt. Je südlicher man sich aufhält, desto schwächer bläst der beständige Nordwestwind allerdings auch. Und sollte für den Charterzeitraum wenig Wind vorhergesagt sein, kann man seinen Turn ja immer noch weiter Richtung Norden verlegen. Gut, ich meine, vor allem die Insel Kos gegenüber der türkischen Urlaubsmetropole Bodrum bietet seit Jahren eine wirklich gute Auswahl an Charteryachten. Meist ist es auch möglich, das Schiff gegen eine Überstellungsgebühr als One-Way zu buchen. Macht Sinn in dem Revier. Ja, am besten fragst du uns einfach im Zuge deiner Anfrage danach und dann können wir uns drum kümmern. Gut, kommen wir zu Platz 10. Welcome to Italy. Und zwar genauer gesagt, willkommen im Bereich der Toskana und der Insel Elba. Diese Region bildet in vielerlei Hinsicht ein Aushängeschild für das Land und es ist daher auch kein Wunder, dass es ein sehr beliebtes Revier für Yachturlauber aus dem deutschsprachigen Raum ist. Die farbenfrohen Häuserfassaden an der Cinque Terre, die Strände an der Küste Elbas und bekannte Städte wie Genua und Pisa sind nicht nur ein Magnet für Italienliebhaber. Diese Region erstreckt sich von der Westseite Genuas über den bezaubernden Küstenabschnitt der Cinque Terre bis hin zum Tyrrhenischen Meer. Und als Yachturlauber bieten sich einem hier weit größere Möglichkeiten, als wenn man zum Beispiel nur zu Land unterwegs ist. Seine Charteryacht kann man unter anderem in Genua und La Spezia im Norden sowie weiter südlich in Castiglioncello, San Vincenzo, Salivoli, Punta Ala und Scalino übernehmen. Allesamt wirklich perfekte Ausgangshäfen für einen Segelturn in dieser Region. Obwohl es auch Yachten zur Miete auf Elba gibt, bietet es sich oft an, sein Schiff zum Beispiel am Festland in San Vincenzo zu übernehmen und von dort aus den kleinen Schlag nach Elba zu segeln, wenn man da segeln möchte und sich dadurch eben die Fähre zu sparen. Elba bietet mit seinen traumhaften Buchten und kleinen Städtchen ein wirklich sehr gutes Revier mit kristallklarem Wasser und ruhigen Liegeplätzen. Wer nicht nur auf dem Wasser unterwegs sein möchte, sondern auch Wert auf Landausflüge legt, kommt hier auch auf seine Kosten. Gerade für Wanderfreunde und Mountainbike-Fans, so wie ich zum Beispiel, ist die Insel Elba ein Paradies. Die Berge bieten großartige Trails und Wanderwege mit atemberaubenden Aussichten über das Meer und die Küste. Fahrräder kann man sich eigentlich an jeder Ecke leihen und wer es bequemer mag, bekommt für wirklich schmales Geld auch ein kleines Auto, mit dem man dann das ein oder andere Dörfchen auf der Insel erkunden kann. Der Wind weht im Sommer vor allem aus logischerweise nordwestlichen Richtungen mit 3 bis 5 und gerne auch mal 6 vor. Im Frühjahr und im Herbst bläst häufiger der Scirocco aus südwestlicher Richtung. Im April und Oktober kann dieser auch mal ein bisschen stärker werden. Also man kann die Segelbedingungen im Allgemeinen als, ich würde mal sagen, gemäßigt beschreiben. Außergewöhnliche Segelerfahrung ist
zumindest meiner Meinung nach, definitiv nicht vorausgesetzt, zumal es auch keinen merklichen Tidenunterschied oder starke Strömungen oder sowas Ähnliches gibt. Wettertechnisch herrscht in dieser Region ein mildes mediterranes Klima. Bereits im Frühling ist es hier schon meist sonnig, warm. Ja, all das macht das Revier so interessant und gerade zu Pfingsten zum Beispiel verschlägt viele Urlauber in diese Region Italiens, da man hier bereits mit sommerlichen Temperaturen rechnen darf. Ein weiterer Pluspunkt ist der, dass man das Revier auch über den Landweg erreichen kann. Alles klar, dann schauen wir mal, wer es auf den 9. Platz geschafft hat. Unglaublich, aber wahr, wir sind schon wieder in Griechenland. Dieses Mal sind es die Sporaden und der nördliche Teil der Ägäis. Kurzer Exkurs auch hier, es handelt sich um eine Inselgruppe in der Ägäis, die auch als magnesische Inseln bezeichnet werden. Insgesamt sprechen wir hier von rund 135 Inseln, die zusammengerechnet rund 500 Quadratkilometer an Fläche haben. Die Hauptinseln der nördlichen Sporaden sind Skiathos, Skopelos, Alonissos und Skyros. Lustigerweise machen diese 4 mit weiteren 5 Inseln knapp 98% der gesamten Fläche der nördlichen Sporaden aus. Die restlichen 2% verteilen sich dann tatsächlich auf die restlichen knapp 122 kleineren Inseln und Felseilande. Das zeigt schon mal, mit was für einem großartigen Revier wir es hier zu tun haben. Die Region rund um Skiathos, Volos und Skopelos bietet einige der angeblich schönsten Strände im östlichen Mittelmeerraum. Auch die typisch griechischen, schmalen Gassen mit ihren urigen Tavernen in Glossa und Skopelos und in Stenivala auf Alonissos sind in jedem Fall ein Besuch wert. Der perfekte Ausgangshafen ist neben Volos der Hafen auf Skiathos. Erreichen kann man ihn über einen Direktflug oder mit einer Fähre vom Festland aus, indem man erst nach Volos fliegt und dann nach einem kurzen Weg über Land einfach nach Skiathos mit der Fähre übersetzt. Von Skiathos aus erreicht man bei einer einwöchigen Charter wirklich wunderschöne Ecken. Also kein Wunder, dass die nördlichen Sporaden zu den bestgebuchten Revieren für Yachturlauber gehören. Die Winde sind mäßig, in der Regel nicht zu stark und auch nicht zu schwach. Das Wetter bietet auch in der Nebensaison noch angenehme Temperaturen und die Inselwelt, die präsentiert sich mit einer interessanten Vielfalt aus Natur und Zivilisation. Das Revier ist gut erreichbar und es ist auch zu erkennen, dass die Nachfrage für diese Region wirklich steigt. Also solltest du noch mehr über die nördlichen Sporaden wissen wollen, empfehle ich dir unser Video, welches wir speziell zu diesem Revier gemacht haben. Ich verlinke das mal hier oben. Ja, Platz 8 würde ich sagen. Die Balearen. Klar, vor allem spreche ich hier von Mallorca. Auf Ibiza und sogar auf Menorca gibt es zwar auch Yachten zur Charter, aber das hält sich sehr in Grenzen. Mallorca ist einfach vor allem schon aufgrund der unglaublich flexiblen Erreichbarkeit ein prädestiniertes Revier, um seinen Turn zu verbringen. Aber die Vorzüge Mallorcas liegen natürlich nicht nur in der guten Erreichbarkeit. Kaum ein Chartergast verbringt einen Turn auf Mallorca, ohne einen Abstecher auf die naturgeschützte Insel Cabrera zu machen. Wobei man das vielleicht nicht wirklich als Überfahrt irgendwie nennen kann. Die kleine Insel mit seiner Fläche von, ich glaube nicht mal 16 Quadratkilometern ist gerade mal 4,5 Seemeilen von Mallorca entfernt. Wer hier allerdings übernachten möchte, muss das vorher anmelden und ein sogenanntes Cabrera Permit beantragen. Das lohnt sich aber wirklich allemal. Klimatisch gesehen ist auf den Balearen ein gemäßigtes subtropisches Klima zu verzeichnen. Die kurzen Winter sind mild und feucht und Schnee fällt so gut wie nie. Die Sommermonate können Temperaturspitzen von knapp 40 Grad erreichen. Der thermische Wind, der vormittags wirklich gleichmäßig weht und bis spät nachmittags anhält, kommt in der Regel hier auch aus Nordwest bis Nordost. Im Sommer zwischen Mai und August dreht dieser dann auch mal ein bisschen nach Südost. Die Inseln bieten neben vielen Ankerbuchten vor allem auch gut ausgestattete Marinas und Häfen, in denen man vorrangig über Nacht liegt. Aktuell gibt es auf Mallorca zum Beispiel insgesamt rund 40 verschiedene Marinas und Hafeneinrichtungen, die zusammen rund 14.000 Liegeplätze bereithalten. Dennoch gibt es unzählige Buchten, die nicht nur zum Badestopp geeignet sind. Zum Schutz der Seegraswiesen sind in vielen Buchten bereits feste Bojen
vorinstalliert, die man bereits im Vorfeld buchen kann. Wer also seine nächste Charter auf Mallorca bucht, muss nicht zwingend in Marinas übernachten, wie manche denken, sondern kann seinen Turn eben auch durchaus so planen, dass er von Bucht zu Bucht segelt. Das spart natürlich auch einiges an Liegeplatzgebühren, keine Frage, also die beim Ankern eben nicht anfallen. Man kann also festhalten, dass das Revier gut zu erreichen ist, tolle klimatische Bedingungen hat und vor allem für Yachturlauber eine wirklich sehr gute Infrastruktur bereithält. Es gibt viele Marinas und viele Buchten und überall kann man einkaufen, Wasser tanken und Strom ist somit auch überhaupt kein Problem. Dazu kommt, dass die Insel ein gutes Angebot an Yachten und an Motoryachten bereithält. Das ist auch nicht überall der Fall. Auch hier haben wir übrigens ein spezielles Video mit detaillierten Infos zu dem Revier gedreht. Den Link blende ich zum einen hier mal ein und wie alle anderen Links auch, findest du diesen Link auch in der Beschreibung unten. Ja, Platz 7. Wir kommen nach Süditalien, Sizilien, Liparische und Ägadische Inseln. Hier möchte ich ein wenig weiter ausholen. Sizilien ist die größte Insel des Mittelmeers und hat eine über 1150 Kilometer lange Küste. Neben der abwechslungsreichen Küstenlandschaft mit seinen zahlreichen Sandstränden und Buchten bietet die Insel für kurze Landausflüge auch einiges für Kulturinteressierte. Neben den beschaulichen Städten auf Sizilien gibt es einige Kirchengebäude, Paläste, Plätze und Museen zu besichtigen. Der Großteil der Yachturlauber wird von den im Norden Siziliens gelegenen Liparischen Inseln angezogen. Alternativ dazu laden die im Westen der Insel gelegenen Ägadischen Inseln auch noch zum Segeln ein. Theoretisch kann man mit der nötigen Zeit auch einen Turn um ganz Sizilien machen. Zu den vorherrschenden Winden im Süden Italiens gehört der Mistral, der wie im restlichen Mittelmeer aus Nordwesten weht. In den Sommermonaten ist der Wind allerdings oft eher schwach, sodass man sich hin und wieder auch mal auf Motorstunden einstellen muss. Wer einen Turn zu den Liparischen Inseln machen möchte, startet diesen am besten von dem noch recht neuen Hafen in Capo di Orlando, welcher etwa 2 Stunden vom Flughafen bei Palermo entfernt liegt. Die 7 Liparischen oder auch Äolischen Inseln sind allesamt bewohnt und haben zusammen eine Fläche von rund 115 Quadratkilometern. Da die Inseln vulkanischen Ursprungs sind, wurden sie im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Auch heute gibt es noch aktive Vulkane, so zum Beispiel der Vulkan Stromboli, welcher sich auf der gleichnamigen Insel befindet und der einzig ständig tätige Vulkan Europas ist. Verwunderlich ist, dass diese faszinierende Inselwelt trotz der Vulkane bisher vom Massentourismus verschont geblieben ist. Auf der Insel Lipari gibt es mehrere kleine Marinas in der Bucht der gleichnamigen Stadt Lipari. Die meisten dieser Häfen haben Kapazitäten von etwa 15 Booten. Auch auf der Insel Salina befindet sich eine Marina, allerdings mit einer viel größeren Kapazität. Und zwar die Santa Marina Salina. Die liegt an der Ostküste und hat 160 Liegeplätze ungefähr. Ein Turn in dieser Region kommt in jedem Fall einem One-Way-Turn gleich, da man von Insel zu Insel wie auf einem Rundkurs unterwegs ist. Dann noch unbedingt ein paar Worte zu den Ägadischen Inseln im Westen Siziliens. Ich weiß nicht, also vielleicht liegt es an den berühmten Schwesterninseln, also den Liparen. Vielleicht sind viele Charterer der Meinung, dass das Segelrevier zu klein sei und vielleicht ist es aber auch einfach nur Zufall, dass die Inseln im Westen Siziliens immer noch als Geheimtipp gelten und in puncto Idylle und Einsamkeit kaum zu übertreffen sind. Die hauptsächlich aus den 3 größeren Inseln Favignana, Levanzo und Marettimo bestehenden Inseln bringen es in der Summe auf gerade mal 37,45 Quadratkilometer. Das habe ich extra nachgelesen. Ja, und 80% der Einwohner leben auf der Hauptinsel Favignana. Wer sich zu einem Turn in dieser Region entschließt, kann neben dem knapp 60 Seemeilen entfernten Palermo aber auch direkt von Trapani aus starten. Trapani, im westlichsten Teil Siziliens gelegen, kann direkt angeflogen werden und liegt keine 10 Seemeilen von der Insel Levanzo entfernt. Die Hauptinsel Favignana ist zweifelsohne die, ich sag mal, höchst frequentierte, wenn man das überhaupt so sagen kann, des Archipels. Neben den Seglern, die im Hafen
sicher festmachen können, genießen im Sommer einige wenige Tagestouristen, die mit der Fähre vom Festland aus kommen, die Schönheit der Insel. Wer die Insel umrundet, muss sich hier allerdings vor den Unterwasserfelsen in Acht nehmen, die nicht immer in der Seekarte zu finden sind, ehrlicherweise. Während man auf Favignana gleich 2 Häfen vorfindet, sucht man auf der nur 3 Seemeilen weiter nördlich gelegenen Insel Levanzo vergebens nach einer Marina. Bei den vorwiegend aus nördlichen Richtungen wehenden Winden kann man aber sehr gut vor dem Städtchen selbst ankern. Bekannt ist die Insel für seine aus der Steinzeit stammenden Höhlenmalereien, die auf Felswänden gepinselte Tiere und Jäger zeigen. Maritimo schließlich ist die wohl idyllischste Insel des Archipels. Das zweitgrößte Eiland der Ägaden beherbergt gerade mal 2 bis 3 Restaurants, muss man sich mal vorstellen. Die Menschen hier leben in erster Linie vom Fischfang und traditionellem Kunsthandwerk. Wer auf einem sehr zu empfehlenden Landausflug eine unvergessliche Aussicht genießen möchte, der wandert auf den Monte Falcone und blickt dann über den gesamten Archipel. Sicher ist jedenfalls, dass ein Segeltörn zu den Ägadischen Inseln einer, ich würde mal sagen, Reise in die Vergangenheit gleichkommt, die selbst den gestresstesten Alltag innerhalb weniger Tage in Vergessenheit geraten lässt. Ich denke, dass es gerade dieser Vielfalt zu verdanken ist, dass diese Region so beliebt ist. Über die Liparischen Inseln haben wir übrigens auch schon mal ein detailliertes Video gemacht. Ja, und auch diesen Link packe ich dann in die Beschreibung. Gut, das waren nun also die Plätze 12 bis 7. Nächste Woche gibt es dann die Plätze 6 bis Platz 1, bis zum Sieger. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Like. Viel wichtiger sind mir aber eure Kommentare zu den eben beschriebenen Revieren. Was waren eure Erlebnisse? Was habt ihr für Tipps? Ja, und wie stufst du persönlich die besagten Destinationen ein? Ich freue mich sehr auf eure Gedanken und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.